Hier war mein Lagerplatz. Haben wir das Zelt schon abgebaut, wird zu spät dran gedacht. So, der letzte Tag der Reise. Schauen wir mal, wie wir vorkommen. Ich hatte mehrere Ausstiegspunkte ausgesucht, wo ich raus kann und wo es einen Bahnhof hat. Also hoffentlich überhaupt rauskomme, dass dieser erstmal vor Ort ist. Schauen wir mal, wie es läuft. So, und hier geht es dann runter. Wieder über den Biber Ein- und Ausstieg. So, und dann hat es auch gleich das Richtige zum Wachwerden. Losgekommen sind wir 8:30 Uhr. Eigentlich wollte ich heute früher loskommen, aber ich habe mich in der Früh gestreckt und war auf einmal weg. Habe munter weiter geschlafen. Das kann eine lustige Strecke werden, schon wieder eine Verklausung, aber dürfte ich links irgendwie vorbeikommen. Ganz außen links. Kann man ja schon mal anschauen, das rauscht ganz schön heftig. Aber schnell. Hier kommt ein größerer Bach rein. Oh, aber der ist zu flach. Da kann ich nicht reinfahren. So, jetzt kommt der strenge Abschnitt mit Sohlenrampen scheinbar.
Nur eine Anglerplattform war das mal. Und ein Baumhaus. Oh, das geht sogar noch da so drauf. Ja. So, da ist eine Biberburg. Ich glaube, das sieht manchmal immer schlecht aus. Bin mal gespannt, ob da noch links eine Lücke ist. Oh, ja. Schauen wir mal, ob das hoch genug geht auf der linken Seite. Das wird interessant. Ja doch, ich glaube, da passe ich. Oh. Ich glaube, da bin ich zu dick. Zu hoch. Da werde ich nicht durchkommen. Scheiße! Es ging eine Zeit lang so gut. Da rechts, da hat es wieder einen Biberausstieg. Da müssen wir da die Böschung rauf. So, das Boot rausgebracht. Und jetzt geht es wieder länger. Der Biber hat etwas gespart in Ein- und Ausstiegen bis zum Waldrand und dann noch fast 10 Meter rein. So, und hier ist dafür jetzt das volle Luxusteil. Beschlossen, ich fahre noch bis Anfang Nürnberg. Müsste eigentlich gut ausgehen. Hier hat er einen Sprungturm. Hechtsprung rein, aber scheint wohl tief genug zu sein. Eine Sohlenrampe. Genau im Hintergrund Stein, muss man links oder rechts. Ich fahre links, da. Und dann schon die nächste. Die geht viel besser als die obrige. Okay, schaut zwar wild aus, aber ich glaube, das kann man da rechts umgehen. Ja, das geht. Das Seewelt war nicht zu lang. Es hat funktioniert.
Den kann ich jetzt nicht filmen, da geht die Strömung genau auf den Stein da vorne. Das will ich dann doch weglenken. Schauen wir mal. Ah, geht. Ich krieg's raus vom Stein. Ja, schon. Ganz was Seltenes. So, da habe ich wieder Glück. Da kommen wir rechts durch. Oh, da sehen wir einen Biberbau. Das war mal ein Erdbau und dann ist es oben eingebrochen. Ah, okay, wenn man ranzoomt, kann man die Burg oben erkennen. So, sieht so aus. Jetzt hat der Biber hier mehrere Immobilien. Der hat wohl mehrere Burgen, je nach Jahreszeit. Die Anlage wird gleich mit einem Flakscheinwerfer bewacht. Okay, ich nähere mich dem Hammerwehr. Ja, schon der Hammer. Wenn man jetzt die ganze Zeit Strömung gewöhnt ist und jetzt kaum mehr was, dann fühlt sich immer das Wasser an wie Bitumen. Hier würde man durch Teer paddeln. Wasser klebt so richtig am Paddel. Okay. Hier sind Baumblockade und danach muss ich aussteigen. Aber da kommen wir sogar durch. Boah. Sieht so aus, als wäre eine etwas längere Umtragung. Wahrscheinlich da lang. Schauen wir mal. Oder da entlang sind es super schmalen. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist schon der linke Weg und hier das ist die Abkürzung. Da kann man dann von oben reinrutschen lassen. So, dieses Hindernis überwunden. So, jetzt bin ich die Strecke, die er eigentlich schon vermutet hat. Innerhalb von einer Woche fahre ich es nochmal. Aber nicht bis zum See,
Und so hier in der nächsten Brücke etwa, muss ich Acht geben, da muss ich dann raus. Da ist ganz nah am Bahnhof. Ja. Nachtrag, das Dumme ist, wenn es nochmal fährt. Ich glaube, die einzige Verklausung ist auf der Strecke bis zum See, wenn ich ganz durchfahren würde, die hat es vor dem Ausstieg. So dumm, wenn man weiß, was man erwartet. Senkrecht die Wand drauf, senkrecht runter, Ausstieg des Grauens. Und jetzt wird er von Minute zu Minute heftiger. Und hier sieht er den schönen Überbau, den hohen. Aber natürlich durch die vielen Äste sieht man es eigentlich kaum. Rein theoretisch. Ja, da ist meine Stelle. Senkrecht die Wand drauf. Zumindest gefühlt. Aber in Gedanken waren schon 120 Grad Zwischenzeit. Ha, diesmal nicht. Da hat schon einer etwas vorgearbeitet. Ich kann sie durchbrechen, die Sperre. Ich muss nicht aussteigen. Die Albträume in der Nacht, alle umsonst. Ich schaffe es, ohne auszusteigen. Das einzige Hindernis, was noch vor mir liegt, ist das da. Aber werde ich schon irgendwie durchruckeln. Und natürlich hier liege ich auf. Aber das lässt sich das auch noch machen. Und dann habe ich das Teil da umgangen. Und das Loch ist einfach ein paar Zentimeter zu niedrig. Geschafft. Der Weg ist frei. Die Drecksperre überwunden. Hurra! Ah, nee, falsche Seite. Ja, das war ein bisschen arg kurz, aber die Brücke hatte ich übersehen. Erst bei der nächsten Brücke muss ich raus. Ja, wir nehmen uns den nächsten Biberburg. Also, Karotte hängt im Hals drin. Und die geht dann ja auch schön hoch. Wenn man dann über den Straßenbereich schön sieht. Da hat es die Brücke, wo ich raus muss. Naja, ist schon die falsche Seite, aber das macht ja nichts. Das sieht gut aus. So, waren jetzt 2 schöne Tage auf, waren jetzt 3 schöne Tage auf der Pegnitz. Schön abenteuerlich, Haufen Bäume drin, aber schön ist kaum wäre. Und so Bäume sind natürlich, kann man auch sagen, die Würze drin so richtig. Das sorgt für Abenteuer, so kleine Sohlenrampen drin, alle gut fahrbar, unproblematisch. Und die Pegnitz hat durchgehend eine schöne Strömung, kann man sagen. Das einzige vom Hammer wäre, das ist echt hammerhart. Da muss man doch mal richtig paddeln. Da schaut man dann richtig blöd aus der Wäsche, wenn man auf einmal paddeln muss. So, das Boot nach 3 Tagen auf der Pegnitz.